So, hallo und herzlich willkommen zu meinem 2.5D 3D Sidescroller Game Development, und in diesem Abschnitt werden wir mal unser Time Limit integrieren. Wenn du dich erinnern kannst, wir haben in unserem UI Main sozusagen hier schon mal die 00 und 00 als Timer implementiert, zumindest mal auf Textbasis. So, und das Ganze wollen wir jetzt natürlich auch mal andocken, und das werden wir tun, da wo wir unsere Main-Variablen versteckt haben, nämlich in unserem Game Mode. Und dazu gehen wir auf Content, wir gehen auf Third Person, auf Blueprints und öffnen den BP Third Person Game Mode. So, hier haben wir schon mal unsere Health Pickup Geschichten drin. Ich kann das auch mal ein bisschen größer ziehen. Die stehen aktuell auf 10, was wir da plus bekommen. Genauso bei Power Pickup und was uns so ein Monster aktuell für ein Damage verursacht. Egal, ob das jetzt so eine Turtle ist oder so eine Art fliegende Schnake. So, jetzt können wir das Ganze auch gleich mal wieder mal sortieren. Das heißt, ich werde jetzt mal das Health Pickup anklicken und hier drüben bei Kategorie gebe ich einfach mal ein Setup und dann Leerzeichen und Values. So, das sind meine Setup Values, und da werde ich auch gleich mal die Power-Geschichte mit dazu klinken und dann auch die Monster Damage Player. Das sind also wichtige Setup-Variablen, da wo du einstellen kannst, wie viel das du Health bekommst, wie viel Power und was die Monster aktuell Damage machen. Wir haben ja aktuell nur die 2.5D Monster. So, dann gehen wir mal auf Compile. Und jetzt wollen wir mal diese Sekunden-Minuten-Geschichte einbauen, und dazu brauchen wir zwei Variablen. Wir klicken auf Plus. Die eine heißt einfach mal ganz simpel Seconds und die wird sein vom Typ Integer, und dann können wir gleich mal auf Compile gehen und dementsprechend benötigen wir noch eine, und die heißt Minutes. So, das wird unsere Minutes-Variable, und die ist ebenfalls vom Typ Integer. So, nach dem Kompilieren können wir dem auch Werte zuweisen. Ich würde sagen, bei Minutes machen wir jetzt einfach mal 2 rein, einfach für die Testphase, und für die Seconds, da gebe ich einfach mal ein 30. So, dann haben wir das Ganze schon integriert, und jetzt beginne ich mal mit einem Weg, wie es falsch ist, damit du auch ein bisschen was dazu lernen kannst. Wir beginnen mit einem sogenannten Event-Tick. So, da haben wir einen Event-Tick, und dieser Event-Tick, der tickt halt durch, und zwar mit den Delta-Seconds, aber wir wollen natürlich unseren Countdown einfach sauber in Sekunden nach unten zählen lassen. Und als allererstes müssen wir natürlich mal unsere Seconds jedes Mal um 1 dezimieren, das heißt, wir ziehen eine Second raus, get Second, dann könnten wir sagen, Second ist Second minus 1, das machen wir aber nicht, wir machen hier einfach mal ein sogenanntes Decrement int. So, dann haben wir ein Decrement int, es gibt auch ein Increment, das würde dann plus 1 bedeuten, und jetzt ist Seconds praktisch genau eine weniger als vorher. So, dann müssen wir abfragen an der Stelle, das machen wir über eine Branch, da geben wir eine if-Anweisung an, eine Branch, und zwar fragen wir ab, ob die Seconds dann sozusagen kleiner 0 sind, weil dann müssten wir die Minuten wieder um 1 runtersetzen. So, dann gehen wir einfach mal rein mit Seconds, und dann sagen wir einfach mal, bist du kleiner, also less als 0, und dementsprechend, wenn du kleiner als 0 bist, dann ist die ganze Geschichte schon mal true. So, und jetzt geht es weiter. Wenn du jetzt praktisch sozusagen kleiner 0 bist, dann solltest du was tun, nämlich du solltest dann bei den Minutes 1 abziehen. Das bedeutet, wir holen uns jetzt die Minutes einfach mal raus und sagen get Minutes, und bei dem True machen wir auch wieder ein Decrement, sozusagen wieder, wir ziehen 1 ab, Decrement Float, jetzt habe ich es falsch, ich brauche einen Int, einen Decrement Int, und wir ziehen von den Minutes 1 ab, so, jetzt haben wir eine Minute weniger am Start. So, und dann können wir an der Stelle wieder sagen, dass die Seconds an dieser Stelle dann wieder 59 sind. Das heißt, wir ziehen hier raus, sagen set Seconds, und die Seconds sind an der Stelle wieder 59. So, dann haben wir das Ganze soweit schon mal erledigt. Gut, wenn jetzt praktisch die Seconds false sind, also praktisch nicht 0, sondern noch irgendwie runterzählen von 59 gegen 0, so bis zu 1, dann ist eigentlich die ganze Welt ja noch in Ordnung, und dann
dementsprechend können wir da eigentlich erstmal nichts machen. So, dann zählen wir da einfach runter und fertig, aber natürlich kann es passieren, dass die Minuten dann auch mal kleiner sind. Und wenn wir jetzt von den Minuten praktisch, man muss sich so vorstellen, wir haben jetzt die Minute auf 0, jetzt ziehen wir 1 ab, dann hätten wir eine Minute von -1 und das würde bedeuten, wir machen einen Branch und in dem Moment, wo die Minuten -1 sind, also schauen wir mal einfach nach, wir nehmen die Minuten raus und sagen, bist du denn jetzt kleiner gleich, also less equal und zwar -1. Bei 0 darf es ja noch sein, weil dann würden ja die ganzen Geschichten noch durchlaufen. So, wenn die Minuten jetzt ins Negative gehen würden, dann könnten wir an dieser Stelle einfach sagen, wenn das true ist, dann haben wir einfach mal einen Print-String. Da steht dann ganz simpel einfach mal Timeout. So, dann machen wir hier einen Timeout rein mit Ausrufezeichen, dann wäre die Zeit zu Ende. Ansonsten, wenn die Geschichte false ist, dann kann sie ganz normal hier mit rein und die Minuten mitchecken und dann ist die ganze Geschichte eigentlich schon abgewickelt. So, was machen wir jetzt eigentlich? Wir ziehen bei den Sekunden immer eine ab, dann fragen wir, bist du weniger wie 0? Wenn du weniger wie 0 bist, dann zieh bei den Minuten eine ab. Wenn die Minuten jetzt schon 0 waren, also zuerst setzen wir die Seconds wieder auf 59, aber wenn die Minuten schon 0 waren, dann sind sie jetzt -1. -1 dürfen sie nicht sein, das bedeutet, ich bin Timeout. So, unsere Zeit ist sozusagen abgelaufen. Gut, das wäre das ganze Spiel. Jetzt würde ich sagen, machen wir noch eine Kategorie dazu. Wir klicken die Seconds an, Kategorie und sagen einfach, das ist unser Timer. Und da stecken wir natürlich dann auch unsere Minutes mit rein. Dann sind wir hier bei den Variablen wieder sauber aufgeräumt. So, jetzt können wir das Ganze natürlich noch andocken an unser UI Main. Wie gesagt, das ist aktuell noch nicht richtig, weil wir ticken ja aktuell Frames per Second durch, das heißt praktisch, wir haben sehr, sehr viele Frames in der Sekunde, das heißt die Sekunden sind in diesem Fall sehr, sehr schnell abgelaufen. So, dann schauen wir uns das mal kurz an. Wir gehen auf unsere UI Main und dementsprechend werden wir das Ganze einfach mal andocken. Wir gehen jetzt hier auf diese Minute-Geschichte. Wir können auch hier drüben links unter Hierarchy auf Minutes gehen und dann haben wir hier unter Content unseren Text und den werden wir hier wie immer Binding machen. Create Binding und da haben wir die Geschichte schon da, aber diesmal steht das Ganze ja bei uns in unserem BP Third Person Game Mode drin. Das bedeutet, wir gehen jetzt einfach mal wieder in unser Construction Script, wo wir schon einen Verweis haben auf unseren Player. Da haben wir schon eine Referenz erstellt und da werden wir jetzt einfach noch eine erstellen für unseren Game Mode. Das heißt, wir machen einen Cast to Third Person Game Mode und das Object ist in diesem Fall einfach Get Game Mode. So, Get Game Mode wäre das Object an dieser Stelle und dann benötigen wir wieder eine Promote to Variable und da haben wir das auch schon gleich da und die können wir dann hier drüben eingeben und das lassen wir nicht so stehen. Da werden wir einfach mal reinschreiben, dass unsere Game Mode Ref. So, da haben wir hier unsere Game Mode Reference auch schon erstellt und gehen auf Compile. So, dann zurück zu unserem Get Text Minute Function. Natürlich auch erreichbar unter diesen Geschichten hier oben unter Get Text Minute kann man auch per Doppelklick natürlich noch unsere anderen Bindings besichtigen. So, dann haben wir das so da und dann werden wir hier einfach mal die Game Mode Referenz rausholen und dann, was wollen wir tun? Wir haben die Minutes aktuell und das bedeutet, wir holen uns aus unserer Game Mode Referenz einfach mal die Minutes raus mit Get Minutes. Hier unten haben wir sie schon, Integer Format. Und dementsprechend werden wir das Ganze einfach mal wieder in die Return Node stecken. So, jetzt haben wir hier noch eine kleine Einstellung vorzunehmen, nicht so wie bei den anderen, weil wir haben hier drüben im Designer sozusagen, wir haben zwei Stellen angegeben. Also wenn wir die Minute 1 haben, dann steht hier 01, also sollte zumindest stehen und nicht die 1 ganz allein. Und deswegen können wir hier ganz simpel im Graph hier einfach mal auf den Pfeil nach unten klicken und wir sagen hier minimal integral Digits und dann geben wir einfach mal die 2 an. So, dann haben wir hier immer 2 stehen und damit ist das Ganze schon fertig und abgeriegelt.
Gut, und das gleiche machen wir jetzt natürlich noch mit unseren Sekunden. Das bedeutet, wir gehen jetzt hier rüber in den Designer, wählen die Sekunden an, entweder hier im Viewport oder hier drüben, Text Seconds und dann wieder unter Content, Text und dann auf Create Binding. So, jetzt müssen wir natürlich keine Referenz mehr herstellen, wir haben sie ja schon, das heißt, wir ziehen die einfach mal raus und dann sagen wir einfach mal Get Seconds und dann können wir das Ganze wiederum verknüpfen mit der Return Node und dementsprechend sollten wir dann auch wieder das Ganze auf Minimum Integral Digits 2 stellen, damit wir das Ganze auch zweistellig da haben, damit wir dann nicht die 9, 8, 7, 6 und so weiter einzeln herumfliegen haben. So, und das war es dann eigentlich auch schon. So, was haben wir denn genau gemacht? Wir haben jetzt eigentlich nur im Event Graph beim Event Konstrukt einen neuen Reference erstellt auf den Game Mode und wir haben natürlich jetzt dann unsere Bindings gemacht für Seconds und Minutes und wir haben hier drin sozusagen so eine Funktion erstellt, die das Ganze abrattert von irgendwo nach irgendwo, also von 2,5 Minuten, 2,30 haben wir eingestellt, auf 0. So, und wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, dann werden wir sehen, dass das ziemlich schnell läuft, weil wir ticken ja aktuell per Frames per Second und wir sind schon längst im Timeout. Ich kann es nochmal wiederholen, weil es gar so lustig ist. So, und jetzt sind wir hier im Timeout. So, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie wir dieses Problem angehen können. Das heißt, ich schließe aber trotzdem zuerst mal unnötige Tabs, damit die mir nicht im Weg rumliegen und dementsprechend wechseln wir auf unseren BP Third Person Game Mode und Unreal bietet die Möglichkeit beim Event Tick, der ja Frames per Second läuft, dass man den separat noch anders definiert. Und das macht man, indem man hier drüben bei Components auf das Blueprint selber, auf das Self geht und man sieht hier rechts Actor Tick, Tick Interval in 6, also in Seconds und bei 0.0 heißt das so schnell wie möglich, also was die CPU und die GPU hergibt und wenn ich an der Stelle jetzt einfach mal eine 1 eingebe, dann tickt das ganze Event-Tick im Sekundenintervall. So, dann gehe ich mal auf Compile und dann testen wir das Ganze gleich mal aus und dann können wir auch einsammeln und jetzt müssen wir mal die 30 Sekunden auch abwarten. Man sieht oben, es läuft auch sauber im Sekundentakt und dementsprechend möchte ich aber auch mal sehen, was passiert, wenn wir die Sekunden sozusagen verbraucht haben. So, jetzt bin ich schon bei 13, den Pilz treffe ich immer noch nicht, sollte ich vielleicht die Zeitlupenfunktion nehmen. So, jetzt haben wir schon 5, genau 4, 3, 2, 1 und jetzt 0, 1,59, perfekt, genauso hätte ich es gerne. Gut, jetzt wenn wir zurückgehen auf unseren BP Third Person, dann hast du gesehen, dass man auch den Tick jetzt sozusagen umstellen kann auf 0,5 Sekunden, auf alle 10 Sekunden. Man sollte bei Blueprints übrigens immer, wenn es nicht wirklich absolut sofort on time sein muss, sofort da drüben das ganze Tickintervall umstellen, weil das spart wahnsinnig viel Rechenleistung. Wenn irgendwas nur alle eine Sekunde interessant ist, weil es einfach nicht sofort passiert, dann auf jeden Fall den Tick umstellen. In meinem Fall hier werde ich den Tick jetzt einfach mal löschen. Ich stelle ihn aber trotzdem mal auf 0 zurück, weil vielleicht brauche ich den später noch für irgendwas anderes und dann soll er per Frame ticken und ich löse das Ganze jetzt einfach über einen sogenannten Custom Event. Das ist mir jetzt an der Stelle wesentlich lieber. Das heißt, einfach mal Custom Event, da gibt es ein Add Custom Event und den nenne ich jetzt einfach mal Timer. So, das wird mein Timer Custom Event und den verknüpfe ich jetzt mit dieser Geschichte. Gut, ein Custom Event, der ist ähnlich wie eine Funktion, nur dass er eben auch ein Delay mitverwenden kann, was eine Funktion zum Beispiel nicht kann. Das wirst du mal merken, wenn du ein Delay in eine Funktion einbauen möchtest. Und jetzt müssen wir diesen Timer noch aktivieren. Und das machen wir einfach über Event, Begin, Play und dann können wir das Ganze sozusagen steuern. So, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Das gibt es die Möglichkeit, die heißt Set Timer bei Function Name. Das wäre die erste Möglichkeit. Ich ziehe das mal ein bisschen höher, nur zur Erklärung für jemanden, der es noch nicht kann. Das heißt praktisch bei Function Name, da müsste ich den Function Name hier eintragen. Mein Function Name ist Timer.
vorsichtig, Rechtschreibung muss groß und klein, es muss exakt stimmen, sonst wird überhaupt keine Fehlermeldung ausgespuckt und gar nichts. Dann könnte ich hier sagen, alle eine Sekunde und natürlich auf Looping gehen und dementsprechend würde dann diese Funktion Timer immer im Sekundentakt sozusagen jedes Mal geloopt und gesteuert. Das bedeutet, wenn ich jetzt auf Compile gehe und dann gehe ich auf Play, dann sehen wir, dass das oben hier sauber runterzählt. Gut, das wäre die eine Möglichkeit und zum anderen, wenn wir jetzt nicht über Function Name gehen, dann können wir auch über ein Event das Ganze steuern. Das heißt, ich lösche das hier wieder und dann sage ich einfach mal Set Timer by Event und dementsprechend brauchen wir ein Event. Wir haben ja hier unten einen Timer Custom Event und dann können wir hier sozusagen eine Delegate schlagen. Das ist eine sogenannte Delegate und dieser Event wird dann praktisch ausgelöst und wir müssen hier wiederum natürlich die Time auf 1 Sekunde stellen. Das ist ja das, was wir wollen, dass unser Timer immer um 1 Sekunde nach unten geht und wir müssen natürlich das Looping auch wieder aktivieren. So, dann haben wir das Ganze ein bisschen professioneller und sauberer programmiert und dann können wir nochmal auf Play gehen und dann sehen wir, dass der Countdown sozusagen wieder läuft. Gut, das ist die Geschichte jetzt mit dem Countdown und jetzt versuchen wir das Ganze natürlich nochmal mit dem Timeout. Das bedeutet, ich gehe nochmal beim BP Third Person Game Mode und ich sage jetzt einfach mal, bei den Minutes mache ich jetzt einfach mal 0 rein zum Spaß und bei den Seconds machen wir mal 30. Die werden wir kurz aushalten müssen. So, dann haben wir 0,30 und dann schauen wir mal, wie das Ganze abläuft, weil wir wollen ja dann bei 0 haben wir ja diese Timeout-Meldung implementiert, zumindest als Print-String aktuell. So, jetzt spiele ich einfach noch ein bisschen rum, das macht ja immer noch Laune, ein paar Pilze schießen und jetzt sind wir gleich soweit, sind wir gleich bei 10 Sekunden angekommen und dann sollte auch dementsprechend unser Timeout dann sich von alleine bemerkbar machen. So, und da sind wir jetzt da und jetzt steht hier drüben Timeout, Timeout, Timeout und wir sehen, wir gehen ins Minus, minus 1 und die Sekunden laufen natürlich wieder, weil wir haben sie ja hier drüben wieder auf 59 Sekunden umgestellt. So, jetzt können wir an der Stelle natürlich noch so eine Art Fail-Screen implementieren. Ich würde sagen, das machen wir jetzt auch gleich, den bereiten wir jetzt einfach mal vor, dass man einfach verloren hat, weil man einfach den Level nicht geschafft hat innerhalb der bestimmten Zeit. Und dazu erstellen wir uns ein neues UI. Wir gehen auf unsere Level 1 Map, wir gehen auf Content, wir gehen auf UI und dann dementsprechend rechte Maustaste und dann auf User Interface und dann dementsprechend auf Widget Blueprint. Wir nehmen User Widget und wir nennen das Ganze einfach mal UI underscore, ich nenne es mal Level Failed. So, Level Failed, das wäre mein UI Level Failed. So, dann machen wir das per Doppelklick einmal auf und dementsprechend die Animation, die bleiben ab jetzt anscheinend immer da, die mache ich jetzt gleich mal zu. So, das Ganze beginnt wie immer mit einem Canvas Panel und das ziehen wir uns hier unten gleich mal rein. So, dann benötigen wir ein Image, da sind auch schon welche dabei in den 2D-Assets, die ich ja in vorherigen Abschnitten mal zum Download angeboten habe und das kann man dann sozusagen über ein Image dann hereinholen. Das heißt, wir wählen hier oben Image an und ziehen das Ganze in unser Canvas Panel. So, das ist unser Image, das ist unser Background BG underscore, ich nenne einfach mal BG Failed, damit ich irgendeine Zuordnung dazu habe. So, dann können wir diesen Background natürlich auch irgendwie reinladen. Ich kann auch mal hier rausziehen, das heißt, wenn ich ein bisschen größer scroll, ein bisschen reinziehe, dann kann ich den auch mal hier hinlegen. Aber das spielt alles keine Rolle, wir holen uns den einfach mal rein über Steuerung und Space-Taste und dann gehen wir auf Content, wir gehen auf UI und dementsprechend auf die 2D-Assets und da gibt es hier diesen Timeout Overlay und den laden wir uns jetzt einfach mal ein. So sieht er aus, er hat eine Größe von 1615 mal 1062, aber das spielt für uns jetzt eigentlich keine Rolle. Wir ziehen uns den einfach rein, das heißt, er muss selektiert sein an der Stelle und dann gehen wir hier drüben unter Brush, wenn es bei dir zu ist, bitte aufklappen, auf dem Pfeil nach links und dann ist das Ganze schon drin. So, Size to Content können wir auch spielen, dann können wir das Ganze auch hier mal so reinlegen, wenn wir möchten, dass es einigermaßen sitzt, so in der Mitte. Ich versuche das mal einigermaßen so auszumitteln. Ich lege es einfach mal so her und
dann dementsprechend werde ich dem Ganzen einen Anchor geben, und zwar, ich würde sagen, du bist Fullscreen. Also dieser Anchor hier ganz unten rechts bedeutet Fullscreen, und damit wäre die Sache erledigt. Aber ich würde sagen, wir machen es dann auch Fullscreen, wir ziehen es dann auch bis hier hinten raus, und hier unten, glaube ich, habe ich auch noch ein Stück zu erledigen, und hier oben muss ich nochmal nachschauen. Ich denke, das passt jetzt einigermaßen so, und ich würde an der Stelle das Size to Content einfach mal sicherheitshalber wieder rausnehmen, da wir ja den Content dementsprechend auch noch ein bisschen gescratcht haben. So, und jetzt schreiben wir hier ganz simpel mal was rein. Ich gehe mal auf Compile und dann an der Stelle einfach mal einen Text. Wir holen uns einen Text nach unten, diesen Comment-Text, und den klinken wir wieder beim Canvas Panel ein, und dieser Textblock, dem geben wir hier einfach einen Text, der heißt einfach You ran out of time, denke ich, wäre ganz sinnvoll. So, you ran out of time, da ist er auch schon, und dann werden wir uns diesen Text einfach mal irgendwie hier reinziehen, und dementsprechend können wir das Ganze hier so größer machen. Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt, aber ich mache es immer gern mal so mit, und dann werde ich diesem Text einfach mal beim Font, da gibt es beim Font, kann man aufklappen, dem gebe ich jetzt mal eine Size von 60, dass er etwas größer ist, damit man das Ganze auch ein bisschen mehr deutlich macht, dass der User eben jetzt in dem Moment praktisch die Zeit verloren hat und generell verloren hat. Und dann machen wir hier einfach mal so ein Gelb dazu oder so ein Orange. Das können wir einfach so mal platzieren. Das ist alles Geschmackssache. Ich möchte nur so ein Abschlussscreen haben, wenn die Zeit mal ausgelaufen ist, weil den Rest mit Level und so weiter laden, das werden wir dann zu einem späteren Zeitpunkt entwickeln. So, dann gehen wir auf Compile. Jetzt ziehe ich mir einfach noch so einen Text rein in mein Canvas Panel, und diesen Textblock, den nenne ich jetzt einfach mal, wie es immer so schön heißt, ich schreibe es mal in groß auch, einfach mal Better Luck und dann Next Time. Also Better Luck Next Time, glaube ich, klingt ganz witzig, und den legen wir uns dann sozusagen, jetzt habe ich das falsche, Steuerung Z, aufgepasst, und ich muss ja hier das an dem Grünen packen, und deswegen ziehe ich das lieber ein bisschen größer, damit die Geschichte auch gut greifbar ist. So, und das werde ich jetzt unter Font da auch eine bestimmte Größe geben. Ich gehe jetzt mal die 44, ich mache es mal ein bisschen kleiner, dass das Ganze so ist, und dann schauen wir uns noch die Position X an, die ist 312, und die an der Stelle 324, da machen wir auch eine 312 draus, dann ist das Ganze schon mal erledigt, und dann können wir später noch einen Button drunter machen, Neustart oder was uns halt einfach so einfällt an der Stelle. So, dann gehen wir einfach auf Compile, und in dem Moment wäre die Geschichte schon erledigt. Ich klinge es jetzt auch mal ein, damit es da bleibt, und dann können wir rüberwechseln auf unseren sogenannten Third-Person Game Mode, und hier hinten den Print String, den können wir beruhigt entfernen, und wenn das Ganze true ist, dann werden wir einfach mal diese Geschichte createn, das heißt Create Widget. Ja, da müssen wir keine Referenz machen, die brauchen wir nur einmalig zu diesem Zeitpunkt, und dann suchen wir uns unser UI und UI Level Failed, und dann die Return Value gibt es ein Add to Viewport. So, dann haben wir hier das Add to Viewport, und dann würde ich sagen, dass wir einfach das Game mal pausieren, das heißt Set Game Post. So, Set Game Post, und damit stellen wir das Post auf True, und damit ist das Ganze auch schon abgeschlossen. So, wenn die Zeit jetzt ausläuft, ich gehe mal mit den Seconds runter auf 10, dann sollte jetzt auch, wenn wir kompilieren, dementsprechend dann auch nach diesen 10 Sekunden unser Hinweisschild erscheinen, dass wir einfach gescheitert sind und die Aufgabe nicht richtig im richtigen Zeit gelöst haben. So, you ran out of time, better luck next time. Genau, das liegt jetzt daran, dass wir natürlich noch bei diesen beiden den Anchor definitiv mal auf Center setzen müssen, und dann natürlich auch noch ein Compile, und dann probiere ich es einfach nochmal aus, damit ich die 10 Sekunden nochmal kurz rumbringe, und dann dementsprechend sollten die ganzen Geschichten auch gut positioniert sein. So, dann schauen wir mal, genau, und da haben wir natürlich dann auch die Chance wieder Level Restart oder Quit Game oder sonstige Geschichten, aber in dem Moment ist es schon mal klar, dass wir der Zeit verloren haben.
Gut, zu guter Letzt stellen wir uns die Zeit auch mal ein bisschen wieder um, weil sonst können wir später nicht weiterentwickeln. Das heißt, ich stelle die Minutes einfach mal auf 10 ein, damit das einfach ein bisschen Zeit hat, und die Seconds einfach mal auf 0. Dann haben wir die Geschichte beim Kompilieren schon mal mit 10 Minuten und werden nicht permanent mit unserem Timeout interrupted. Gut, dann würde ich sagen, das war's an der Stelle. Ich hoffe, es hat dir wie immer Spaß gemacht und gefallen, und über ein Like und ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen, und dann sehen wir uns im nächsten Abschnitt. Also haut rein, bleibt cool und bleibt am Ball. Tom verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Bei Fragen und Anregungen wie immer unter dem Video einen Kommentar hinterlassen. Und bitte nicht vergessen, ein Like und ein Subscribe, wenn es dir gefallen hat.